So, Mahlzeit, liebe Kommandofreunde. Ihr hört, ich bin etwas sehr erkältet, aber natürlich bin ich für euch am Start und wir alle sind für euch am Start. Ich schnack gar nicht lange rum, ich gehe auf Mute, damit ich euch hier nicht vollröchel heute und würde sagen, ich übergebe das Wort an unseren Kommando-Gottschalk. Marcel. Ja, moin liebe Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt, richtig geil. Wir sind zurzeit knapp 50 Zuschauer auf Anhieb, das freut uns alle sehr. Wie ihr seht, sind wir heute nicht alleine hier, denn es ist ja schließlich Live-Talk und da sind ja immer noch Gäste da. Wir haben heute zu Gast, ganz, ganz großartig, den Dennis Mendel und Benedikt Breitsch von Strictly Limited Games. Wir haben es lange angekündigt, wir freuen uns wie Sau, dass ihr beide heute Abend Zeit gefunden habt, unsere Fragen zu beantworten und ja, mal ein bisschen zu gucken, was wir denn heute so, was wir heute so besprechen können. Aber bevor ich weiter quatsche, würde ich erstmal dem Dennis das Wort geben, dass ihr euch einfach einmal ganz kurz selber vorstellt. Ja, Dennis. Ja, hi, also ich bin Dennis, einer der beiden hinter Strictly Limited Games und ja, wir versuchen eben da gerade was zu machen. Okay, und Benedikt, du hast auch kurz natürlich das Wort. Genau, ja, moin, ich bin Benedikt, auch von Strictly Limited, obvious, und wir versuchen das so gut wie es geht zu zweit zu machen und sind gespannt, was uns heute Abend erwartet. Das sind wir auch und ich glaube, ihr, die ihr eingeschaltet habt heute bei unserem Stream, ihr seid auch schon ganz gespannt, was wir hier überhaupt, was euch erwartet. Und ganz vorweg, es kann natürlich könnt ihr auch Fragen stellen. Ne? Also das ist ja quasi das Ding hier bei uns im Live-Chat. Ihr könnt eure Fragen stellen, ja, an die Jungs von Strictly Limited Games und das macht ihr natürlich im Live-Chat. Das Ganze läuft heute ein bisschen anders ab als sonst. Der Commander Dennis, der wird eure Fragen entweder schon im Chat direkt beantworten, wenn das geht, wenn es irgendwas anderes ist, was jetzt nicht direkt an die Jungs gehen soll. Und wenn ihr Fragen direkt an die Jungs von Strictly Limited habt, wird der Commander Dennis die ein bisschen notieren, ein bisschen mitschreiben und wir werden dann einmal so in der Mitte des Streams so einen kleinen Fragenblock einbauen und einmal am Ende, je nachdem, wie viele Fragen ihr dann in den Chat ballert. Das ist so ungefähr der Plan. Ja, und ich würde anfangen damit, dass wir erstmal ein bisschen überhaupt was über Strictly Limited erfahren, denn ich kann mir auch vorstellen, dass viele Zuschauer jetzt einschalten, die sagen, Strictly Limited klingt zwar interessant, aber was ist das eigentlich überhaupt? Und da übergebe ich das Wort direkt mal an den Benedikt und sagt doch einfach mal, was ist euer Projekt? Stellt euch einfach mal ein bisschen vor, was macht ihr so? Genau, also wir sind kurz gefasst ein Publishing-Label für aktuell PlayStation 4 und PlayStation Vita-Spiele. Und das Besondere ist eben, dass wir die in begrenzter Stückzahl herstellen. Meistens ist es eine kleine Stückzahl. Warum, wieso, weshalb, dazu kommen wir ja später noch. Und das ist eben so das Hauptprojekt, dass wir Indie-Spiele, coole Indie-Spiele, die es sonst nicht physisch gegeben hätte, in einer physischen Box herstellen. Okay, das ist ja genau unser Kind of Style sozusagen und das freut uns sehr, dass ihr da mit eurem brandneuen Label das Licht der Welt erblickt. Frage an den Dennis, immer wenn ich jetzt Dennis sage, meine ich erstmal nicht meinen Kommando-Dennis, das ist heute ein bisschen tricky, sondern ich meine jetzt erstmal unseren Gast. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, wie das überhaupt dazu kam, dass ihr damit jetzt an den Start geht? So ein kleines bisschen was zum Background, wie kommt man auf die Idee, plötzlich Indie-Games zu publishen? Ja, also Benedikt und ich, wir sind, glaube ich, beide, oder nicht glaube ich, sondern ganz sicher, wir sind beide halt ziemlich verrückt nach Spielen. Wir sammeln eben auch ziemlich viele Spiele. Bei uns steht es überall voll mit Games. Bei Benedikt ist es eher digital, bei mir ist es eher physisch. Wobei Benedikt ja jetzt auch angefangen hat, immer mehr physische Sachen zu kaufen. Und also wir haben da einfach Bock drauf gehabt. Also wir finden eben, dass es schon auch wichtig ist, dass man eben diese Spiele unterstützt, weil es gibt einfach so geile Spiele und wenn die eben nur digital da irgendwo sind, dann ist das irgendwie schade, weil also zum Beispiel Life of Pixel ist mir dann auch quasi vor einiger Zeit mit der Vita-Karte hat sich das verabschiedet und das sind eben so Sachen, ja, das kriege ich jetzt nicht mehr auf meiner Vita und das ist halt schade und das wollen wir jetzt eigentlich vermeiden. Mit ein paar Spielen. Ja, sehr cool. Ihr seht das schon ein bisschen bei uns unten in der Grafik. Ihr startet jetzt quasi übermorgen mit eurem ersten Game. Also ihr seid quasi richtig frisch am Markt und das Ganze werden wir auch gleich noch ein bisschen genauer vorstellen. Es geht um Tokyo 42 und was sich da so hinter verbirgt, das sehen wir gleich vorab, aber noch ganz kurz ein bisschen die
Begrüßung nochmal an die inzwischen eingeschaltet haben. Also es sind inzwischen über 60 Zuschauer. Schön, dass ihr alle da seid. Ballert bitte meinen Kommando Bro mit Fragen zu, ja, an die Jungs von Strictly Limited. Und ja, es wurden auch schon einige Fragen gestellt, habe ich so nebenbei gesehen. Da bin ich also ganz gespannt, ja, was da noch so kommt. Eine Frage nehme ich einfach jetzt schon mal vorweg, weil die genau dazu passt und sie mir eigentlich auch auf der Zunge lag. Wie seid ihr überhaupt in diese Branche gekommen? Kommt ihr aus der Spielebranche oder seid ihr da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen? Benedikt. Jo, bei mir ist es so, also ich bin aktuell sogar noch Student und es hat so angefangen, dass ich für mein Praxissemester im 6. Semester dann, ich habe eine Stelle gesucht und ich bin wirklich seit jeher auch natürlich Gamer und Sammler. Und dann habe ich eben eine Firma gefunden und habe da den Dennis kennengelernt und bin in die Spielebranche reingerutscht. Und ja, so ganz jungfräulich sind wir aber alle nicht mit Games. Ja, okay, also mit Games nicht, aber was so die Spielebranche angeht, eher schon, oder? Ich dem Umstand geschuldet, dass ich noch studiere, ja, aber Dennis weiß da auch mehr von sich aus. Wie sieht's bei dir aus, Dennis? Ja, ich bin schon ein bisschen länger in dem Bereich tätig. Also ich habe direkt nach der Uni und während der Uni eigentlich schon mich viel mit Spielen beschäftigt, bin dann zu Fraunhofer. Habe da Medienkompetenz, digitale Spiele, Wirkungsforschung und natürlich auch Erhalt von Spielen, Game Preservation. Das waren eben Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, dann zusammen eben auch mit Kollegen bei Fraunhofer dann die Games Masterclass versucht zu unterstützen, so gut es eben ging, wo dann eben auch Studenten an das Thema herangeführt wurden und mit anderen Leuten aus der Branche in Verbindung gebracht wurden. Dann hat sich ein paar Sachen ergeben und dann bin ich spontan quasi zu Square Enix, habe dort ein bisschen gearbeitet, mehr im Übersetzungsbereich, also Deutschkorrektur und so weiter, also eher linguistisch. Und ja, dann musste ich wieder relativ schnell nach Deutschland und bin dann eben zu der Firma, wo wir, Benedikt und ich jetzt beide gerade noch arbeiten, reingerutscht und ja, dann hat das Ganze angefangen. Okay, sehr schön. Oh ja, und jetzt seid ihr ja, einige Monate später sozusagen, kann man glaube ich sagen, kurz vorm Release eures ersten Games. Und um was für ein Game es hier geht, weil natürlich werden wir auch gleich ein bisschen über Tokyo 42 sprechen wollen, aber damit erstmal alle wissen, womit wir es hier eigentlich zu tun haben, haben wir ein bisschen Gameplay-Trailer zusammengeschnipselt, beziehungsweise zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt erstmal an. Alles klar, Freunde. Ja, wenn das nicht mal richtig geil aussieht, also ich muss ja sagen, als ich den Trailer kann man ja eigentlich sagen, das erste Mal gesehen habe, hat mich diese Musik vor allen Dingen richtig geflasht. Finde ich richtig geil. Und natürlich das Gameplay selber auch. Es ist ein bisschen spannend für mich. Einige von euch haben ja auch schon vorab so ein bisschen Kommentare zu dem Game gesehen. Das Game gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Wie lange, weiß ich gar nicht. Dennis, kannst du dazu was sagen? Wie lange ist das Game überhaupt schon da? Das Spiel ist, das ist ja noch relativ neu für Konsole. Das kam ja zuerst für PC raus. Ist dann frühzeitig, hat es Benedikt, bevor es überhaupt für PC rauskam, weil da muss ich zugeben, da ist jetzt der PC-Spieler Benedikt
eine große Hilfe gewesen, weil der hat es ganz, ganz früh entdeckt, weswegen wir es auch bekommen haben. Weil er hat mir nur die Bilder gezeigt, das war noch ein ganz frühes Stadium. Ich habe nur gesagt, ey, das sieht geil aus. Das ist einfach schön anzusehen. Also wenn es jetzt auch noch spielerisch hinhaut, dann ist das ein absoluter Knaller. Mhm. Und ja, also quasi lieber auf den ersten Blick, kann man sagen. Und dann haben wir direkt quasi Anfang des Jahres, wenn ich mich nicht irre, Kontakt aufgenommen. Ich glaube im März. Und eine Freundin, also eine Kollegin von uns, die ist gerade in San Francisco gewesen auf der GDC und die haben darum gebeten, dass sie da mietet sozusagen mit den Jungs von Mode 7 und Smack Games und ja, also weil wir konnten halt nicht hin und die war dort und dann hat die das für uns zum Glück übernommen und ja, so ist es dann zustande gekommen, da waren wir echt froh drum. Ja, heiße Story auf jeden Fall. Bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter auf Tokyo 42 eingehen und wie das da so zu gekommen ist und was ihr da noch so zu sagen könnt, vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurück. Ihr habt vorhin gesagt, der Benedikt ist eher so derjenige von euch, der bisher so im digitalen Spiele sammeln verhaftet war und du eher so, was physische Games angeht. Was haltet ihr denn generell jetzt, also von dieser aktuellen Verdigitalisierung des Spielemarktes? Denn Strictly Limited, habt ihr ja vorhin schon gesagt, soll ja Games physisch releasen, ja, also auf einer richtigen physischen Disc rausbringen und dem entgegen steht natürlich doch so ein bisschen der Trend, auch Spiele halt nur als Download anzubieten. Was haltet ihr generell davon, Benedikt, von dieser Verdigitalisierung, würde ich jetzt mal sagen? Also ich muss natürlich sagen, ich bin klassischer Steam-Spieler. Ich habe ein paar tausend Spiele auf Steam tatsächlich. Ich finde, es ist praktisch zum Spielen. Das ist das eine. Man kriegt die Patches, Updates, kriegt man immer gleich. Was aber so ein bisschen schade ist einfach, dass nichts mehr im Regal ist. Und ich hatte es selber mal erlebt, dass mein Internet war weg. Als ich umgezogen bin, ich hatte halt für 3 Tage kein Internet und wollte aber irgendwas zocken. Und dann ist man natürlich dankbar, wenn man auf analoge Spiele zurückgreifen kann oder auch wenn man eine schlechte Internetverbindung hat und nicht Stunden an einem Download hängen will. Mhm. Mhm. Dennis, wie siehst du das? Digitalisierung des Spielemarktes, stört dich da irgendwas dran oder ist es einfach eine zusätzliche Option? Ja, auf der einen Seite ist es natürlich super, weil es eine Möglichkeit ist, eben auch für kleine Entwickler ihr Spiel zu veröffentlichen, was ja normalerweise, also bevor es jetzt eben Publisher für kleine Auflagen gab oder gibt, nicht so einfach war. Und dann wurden diese Spiele einfach ignoriert oder konnten nicht veröffentlicht werden, wenn sie nicht groß genug waren oder nicht attraktiv genug, auf den ersten Blick zumindest. Mhm. Insofern ist es natürlich super, aber es ist halt auch wirklich so, wenn eine Lizenz weggeht, ich meine Outrun zum Beispiel, meine Xbox Live Outrun oder was ist Afterburner, wenn die Lizenz zu Ende ist bei Sega und du das Spiel nicht vorher schon gekauft hast, irgendwann ist es vielleicht weg, weil die Lizenz zu Ende ist und dann kannst du dir es nicht mehr kaufen und dann ist es einfach verloren, bis du vielleicht Glück hast und es nochmal irgendwann neu veröffentlicht wird und das wiederum finde ich halt schade, also da kannst du nicht auf dem Flohmarkt oder so noch versuchen, dieses Spiel irgendwie wieder aufzutreiben. Und das ist halt nicht schön. Auch bei bei Fraunhofer war auch ein Mega-Act, manche Spiele nochmal zu bekommen, weil die einfach weg waren. Und dann war irgendwie der Publisher-Wechsel und dann sind die irgendwie verloren gewesen. So cool. Ja. Also ich kann jetzt mal für meinen Co-Commander und mich sprechen. Wir sind natürlich auch Fans von physischen Games. Ne? Wir sind natürlich nicht nur Zocker, sondern wir sind ja auch Sammler. Und ich glaube, das spricht auch vielen Leuten, die jetzt gerade zuschauen, so ein bisschen aus der Seele. Zumindest von einigen weiß ich, dass sie selber halt auch Spiele-Sammler sind und nicht nur spielen. Und wir sind natürlich Fans von physischen Games. Jetzt seid ihr natürlich, da muss man auch ehrlich sein, seid ihr natürlich nicht die Ersten, die Idee haben, kleinere Indie-Titel physisch rauszubringen. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass es da auch Stimmen gibt, die sagen, oh, ne, neben anderen bekannten Publishern, die Spiele limitiert rausbringen, wo es schon manchmal echt schwierig ist, seine Kopie abzubekommen. Jetzt noch jemand auf dem Markt und ich komme irgendwie mit dem Zocken gar nicht mehr hinterher. Habt ihr euch sowas schon anhören müssen, Benedikt? Grundsätzlich gibt es natürlich immer irgendwie negative Stimmen oder auch Leute, die skeptisch sind und sagen, hey, ihr macht das nur, um Geld zu verdienen oder sonst was. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir finden es nicht schlecht, wenn es mehr gibt, weil dann gibt es letzten Endes mehr Auswahl und
wir haben von diesen anderen Publishern, die du gerade angesprochen hast, auch schon jetzt, wir haben auch einen guten Kontakt zu denen eigentlich. Und wir haben da auch gehört, dass die schon eigentlich gute Indie-Spiele absagen mussten, einfach weil sie jetzt ein Level erreicht haben, wo sie sich nur noch großen Releases widmen. Und es gibt einfach so viele Spiele, die so ein Mittelding sind, die einfach zu klein für den ganz großen Markt sind, aber trotzdem eben für einen bestimmten Markt physisch verfügbar sein sollten, wo sich doch eine kleine Auflage immer noch lohnt und die sonst unter den Tisch fallen würden. Mhm. Okay, ja, das ist natürlich dann doch wiederum zwar einerseits eine schon so ein bisschen eine Nische, aber ja durchaus eine, die anscheinend Berechtigung hat. Ich freue mich auch selber darüber. Ne? Wir sind beide da einer Meinung, wir freuen uns total drauf. Geht ja auch so ein bisschen an die, wie soll ich sagen, so ein bisschen an die Sammlerleidenschaft, ne? Spiele, die rauskommen, die auch limitiert sind. Dennis, du bist selber, hast du gesagt, selber auch Sammler von physischen Games. Ist das auch so ein Aspekt? Wollt ihr da auch den Sammler ansprechen? Gut, das kommt halt automatisch da mit. Wir sind da gezwungen, die quasi zu limitieren, weil wir einfach nur mit einem gewissen Budget haushalten können und müssen. Und ja klar, also ich meine, als Sammler spricht mich das sowieso an. Also da kann man quasi nichts dagegen machen. Also wenn ich coole Collectors-Editionen sehe oder irgendwelche Spiele finde, die limitiert sind, dann freut mich das natürlich, wenn ich die auch in meine Sammlung aufnehmen kann. Aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund. Also wir machen es nicht, wir machen es jetzt limitiert, damit jetzt die Leute da irgendwie versuchen müssen, krampfhaft ein Spiel zu bekommen, sondern wir versuchen es einfach so zu handeln, wie wir das finanziell können. Und dadurch ergibt sich gezwungenermaßen eine Limitierung. Wenn wir jetzt hier über Limitation reden, über was für Größenverhältnisse reden wir da? Jetzt mal ganz konkret am Beispiel von Tokyo 42. Wie viele Exemplare, wie groß ist die Auflage? Wie viel wird es da geben? Also von Tokyo 42 machen wir jetzt 2600 Stück. Das ist für uns natürlich auch super schwierig am Anfang abzuschätzen, wie werden wir aufgenommen, wie kommen wir an. Machen wir es zu hoch, dann bleiben wir auf den Kosten sitzen. Machen wir es zu niedrig, dann bekommen vielleicht Leute die Spiele nicht und das wollen wir ja auch nicht. Und das ist halt unheimlich schwierig, da einen guten Mittelweg zu finden. Also deswegen, wir müssen jetzt quasi unsere ersten Releases abwarten und schauen, wie die sich entwickeln. Und wir wollen natürlich auch jedem ermöglichen, dass er das Spiel hat, weil es wird ja sonst gegen unser Konzept sprechen. Wir wollen ja eigentlich, dass die Leute diese Spiele bekommen und zu Hause hinstellen und eben auch vielleicht mal ihren Kindern oder so in die Konsole legen, falls es irgendwann mal keine Konsolen mit physischen Laufwerken mehr gibt, dass sie dann auch mal das einstecken können oder einlegen können und zocken können. Und sagen, hey, früher, guck mal, da war es dann noch mit so einem Disk. Oder Frage an Benedikt nochmal. Also die Limitierung, wie ist so die ausschlaggebende Entscheidung, Spiele zu limitieren? Ist das einfach eine praktikable Angelegenheit für euch? Oder sagt ihr einfach so ein bisschen wir müssen sie eigentlich limitiert machen, weil wir das Risiko so ein bisschen im Nacken haben? Oder geht da doch irgendwie so ein bisschen auch. Also ich meine, ihr nennt euch ja Strictly Limited, das ist ja eigentlich auch schon fast eine Kampfansage, finde ich so vom Namen her. Ja? Genau, also zuerst noch kurz zum Namen. Hat natürlich für Kontroverse gesorgt, schlecht kopiert oder sowas. Wir hatten, es waren zig Vorschläge, wir hatten wahrscheinlich 100 Vorschläge oder sowas, wie wir uns hätten nennen wollen. Das Problem war irgendwie, dass wir ja im Namen ausdrücken wollten, dass es limitiert ist, dass es sich um Sammlereditionen, um kleine Auflagen handelt. Und irgendwo gingen uns da auch die Vokabeln aus. Also wir hatten ganz tolle, wir hatten überlegt, uns Treasure Games oder sowas zu nennen, an Anlehnung an andere bekannte Studios. Aber wir mussten dann irgendwie mit dem Namen aussagen, um was es geht. Und auch gerade die Sache mit der Limitierung, das ist einfach ein Kostenfaktor. Also man hat Herstellungskosten und vor allem zahlen wir ja Lizenzkosten und die richten sich je nach Auflagenhöhe. Und die müssen auch einen bestimmten Wert natürlich übersteigen, damit es in irgendeiner Weise attraktiv ist, für Studios überhaupt tätig zu werden. Und größere Auflagen könnten wir uns gar nicht leisten, das jetzt dann auch über normalen Handel zu vertreiben, wenn wir auch das Ergebnis nicht wissen und nicht wissen, ob das erfolgreich ist. Macht ihr die Versandabteilung einfach in-house selber auch, Benedikt?
Die ist tatsächlich so geregelt, dass wir zu zweit das ganze Zeug verpacken werden. Also wir haben zum Glück Family and Friends, die uns da ein bisschen unterstützen werden. Die dürfen dann alle mal einen Abend zwischen Pizzakartons die Sachen einpacken. Aber ja, werden wir alles in-house lösen. Okay, so ähnlich wie bei uns mit den Kommando-Guides. Da sieht das nämlich ganz genauso aus. Ja, ist aber in Ordnung. Und da kommt man natürlich ein bisschen ins Schwitzen, wenn man da plötzlich 10.000 Games verschicken soll oder so. Kann ich mir vorstellen halt. Ne? Jetzt ist es ja so, du hast es gerade eben auch schon so nochmal so ein bisschen angeschnitten. Die Rede ist natürlich immer so halbwegs mit einem halben Gehirn immer so ein bisschen von Limited-Run-Games, die ja sehr, sehr an Popularität gewonnen haben im letzten Jahr oder so. Die hatten ja nur durchaus auch schon mit Vorwürfen zu kämpfen, wirklich auch beliebte Releases so stark zu limitieren, bis hin zu der Tatsache, dass einzelne Spiele, wie jetzt zum Beispiel bei East Origin war das so, die haben so ein Bestellfenster ja gehabt, wo man eben bestellen konnte. Und daraufhin wurde sozusagen die Auflage angepasst. Jetzt seid ihr natürlich noch ganz am Anfang und vielleicht ist die Frage auch schon so ein bisschen zu progressiv, aber trotzdem, denkt ihr über solche Konzepte auch nach, wenn ihr merkt, ey, das kommt hier extrem geil an, oder wie sieht da der Plan aus, Dennis? Also du meinst jetzt, ob wir die Auflagen dann erhöhen? Ja, oder ob ihr da schon irgendwelche anderen Konzepte im Hinterkopf habt, was die Auflagen angeht, oder soll das wirklich immer also 2600 Exemplare ist ja schon wirklich sehr, sehr wenig. So. Ja. Also für uns wir wollen auf jeden Fall auch die Community beteiligen. Das heißt, wenn wir merken, dass da wirklich viele eine höhere Auflage wollen oder wir merken, dass wir, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn wir gut angenommen werden, dass wir mehr verkaufen können und dann werden wir auch mehr machen. Wir werden natürlich, also ich glaube nicht, dass die Zielgruppe so groß ist, dass wir da Zehntausende machen könnten. Also das wäre natürlich super, aber das werden wir wohl nicht schaffen. Aber also wir wollen nicht künstliche Verknappung oder sowas. Also wir wollen jetzt nicht auf unter 2000, wenn wir genau wissen, dass wir 4000 verkaufen können. Ich meine, okay, das ist, glaube ich, schon mal so ein ganz wichtiger Punkt, der auch viele interessiert. So, ne? Weil dieser Punkt, wir halten das extrem knapp und stellen dadurch so auch eine künstliche Nachfrage her, sozusagen. Das ist, glaube ich, auch so ein Hauptkritikpunkt an den Publishern, die Spiele eben limitiert. Also limitiert heißt ja in eurem Fall jetzt auch wirklich, ist es sehr limitiert. Ne? Also ich finde schon, wenn man so guckt, andere Publisher wie Badland oder sowas, die so eine Auflagenhöhe von um die 10.000 Spiele haben, das finde ich auch schon wenig. So, und also 10.000 plus, ne? Aber das finde ich auch schon wenig jetzt im Vergleich zu dem großen PlayStation 4 Markt, so, oder zum Vita-Markt. Ne? Benedikt, du hast eben gesagt, vor ein paar Minuten hast du so ein bisschen angeschnitten das Thema Geld verdienen. Und ich glaube, Geld verdienen ist einfach so ein interessantes Thema. Da möchte ich noch eine Frage nachschieben. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, und muss man so sagen, die Frage ist vorher abgesprochen, wir dürfen das fragen. Ne? Ja, lohnt sich das denn für euch überhaupt? Also wirtschaftlich, lohnt sich das, so limitierte Spiele auch so selten, wie oft kommen wir gleich noch zu, so selten zu veröffentlichen? Oder wie ist da der Plan? Also die ganz ehrliche Antwort wird uns wahrscheinlich niemand glauben, denn die Tatsache ist, dass wir einfach, also Dennis und ich, wir verdienen persönlich überhaupt nichts dran. Wir sind da bei einer Firma eingespannt und haben wirklich Bock drauf und das ist der Grund, warum wir das machen. Wir selbst haben keine Anteile, uns bringt das nichts, wir machen, weil wir Bock drauf haben. Natürlich haben wir die Kalkulation gesehen, selber alles durchgerechnet. Es ist okay. Man kann davon leben, wenn man das Geld hat. Aber man wird nicht reich davon. Also das kann man sich wirklich nicht so vorstellen. Außerdem ist es mit verdammt viel Arbeit verbunden, was wir auch nicht von Anfang an so gedacht hätten. Da stecken so viele Prozesse mit drin. Das ist unglaublich. Und wenn dann irgendwann der Tag hat nur 24 Stunden und wenn man dann auch am Wochenende da sitzt und irgendwas macht, ja, also es gibt definitiv bessere Berufe, um Geld zu verdienen. Du musst es schon lieben, was du machst. Ja. Bitte? Du musst es schon lieben, was du machst, sonst kannst du das nicht machen. Und willst es auch nicht machen, hast du keinen Spaß dran. Also man kann schon durchaus sagen, dass ihr da mit einem gewissen Idealismus an die Sache rangehen müsst, ansonsten könnte es so gar nicht entstehen. Definitiv.
Okay, das finde ich stark, weil das ist das verbindet uns auch gerade so, finde ich, weil wir mit unserem Buch sieht das genauso aus, ne? Also wir haben da auch für die Community viel Manpower reingesteckt und da echt das ein oder andere Wochenende draufgehen lassen für ein Produkt, was natürlich verkauft wird, aber wo nachher, wenn man diese ganzen Vorgänge und Kosten zur Herstellung und sowas alles abzieht, gar nicht mehr so viel übrig bleibt, bis hin zu nahezu gar nichts eigentlich. Das doch so eine Herzenssache ist. Finde ich eine schöne Sache. Ihr habt das gerade auch so ein bisschen angeschnitten. Erzählt doch mal ein bisschen was über eure Arbeit. Also du hast gerade gesagt, Dennis, da sind so viele Prozesse und da geht so viel drunter und drüber und man steckt so unglaublich viel Zeit da rein. Erzählt doch mal ein bisschen was darüber. Was macht euch richtig Bock an der Arbeit, jetzt so ein Spiel rauszubringen und wo sind vielleicht die größten Schwierigkeiten? Also was wirklich geil ist, also wir haben es ja auch schon angekündigt, zum Beispiel, wenn du mit dem Entwickler von Umihara Kawase sprechen kannst und der zeichnet dir einen eigenen Boxshot und der findet es auch geil, dass da zwei Nasen aus Deutschland anklopfen und sagen, sie möchten jetzt unbedingt dieses Spiel spielen und weil sie es, also nicht spielen, sondern in den Westen bringen auf der Vita und das ist halt wirklich, also da kriegst du wirklich Gänsehaut. Ich fand es richtig geil. Und das sind so die Highlights, weißt du, sprichst mit Leuten, die das auch mögen, was sie machen und sich dann auch darüber freuen, dass da noch andere sind, die das genauso geil finden und ihnen irgendwie, du kannst mit denen zusammenarbeiten. Also ich fand es, für uns ist das eine Riesenehre, dass wir mit ihm, also mit Kondo-san und seiner Kollegen da zusammenarbeiten dürfen, beispielsweise jetzt für dieses Spiel und das ist einfach klasse. Was nicht so geil ist, ist natürlich der Haufen Aufwand, den du hast. Gerade wenn du jetzt zum Beispiel Leute nicht kennst, bis du die dann erreichst, dann viele Indie-Entwickler sind auch schwer zu erreichen, weil die auch super busy sind und dann haben die gar keine Zeit, jetzt auf irgendwelche E-Mails zu antworten oder denken, ja, was ist denn das für ein Laden, kennen wir nicht, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Mhm. Und gerade am Anfang war das halt extrem schwierig. Jetzt am Anfang ist es halt extrem schwierig, weil uns kennt keine Sau. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt schreibst du da irgendwelche Leute an und erzählst denen was von irgend so einem Publishing-Label in Deutschland und die gucken ins Netz und da war noch nicht mal eine Website. Dann denken die natürlich auch, ja, ihr könnt uns viel erzählen, tschüss, geht mal weiter. Mhm. Das sind halt schon auch Herausforderungen, deswegen war es gar nicht so einfach, dass wir da überhaupt jetzt mal so aus dem Nichts da ein paar Spiele zaubern können. Ich hoffe, dass es jetzt auch leichter wird, nachdem wir jetzt auch mal offiziell gestartet sind. Mhm. Und ja, wie gesagt, also es ist halt einfach geil, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die auch ihre Spiele so mögen, wie wir sie auch mögen. Mhm. Frage an Benedikt vielleicht auch nochmal, was sind so, oder willst du was ergänzen, was sind so deine Highlights in der Arbeit bei Strictly Limited und was sind so deine Lowlights quasi? Also Dennis hat es eigentlich schon gesagt, die Highlights sind vor allem, wenn man irgendwie Spiele raussucht, wenn man sieht, was kommt aktuell raus, man liest irgendwas, sieht vielleicht einen Artikel und denkt sich, das wäre geil. Und dann die Leute zu kontaktieren, zu schauen, was ist möglich, das ist alles geil. Was weniger cool ist, sind dann irgendwie vertragliche Sachen, Kalkulationen machen, der ganze Schriftkram, der dazugehört, ja, all das drumherum. Oder auch Soundtrack. Wir bringen für Tokio auch den Soundtrack raus zum Beispiel, da muss man dann die GEMA kontaktieren und so weiter und so fort. Sobald es irgendwas mit Behörden oder mit dem öffentlichen Dienst auch zu tun hat, steuermäßig, wird's nervig. Also die gute alte deutsche Bürokratie. Ja. Ja, klar. Gerade wenn man, kann ich mir auch vorstellen, gerade wenn man so idealistisch an eine Sache rangeht und einfach voll Bock hat, ein Spiel rauszuhauen, ja und das einfach geil findet, also ich sag jetzt mal so als Künstler, jetzt mal so ganz allgemein gesagt, oder als jemand einfach, der Bock hat, ein Spiel rauszuhauen, und dann irgendwie auch im Laufe des Prozesses wahrscheinlich merkt, daran müssen wir auch noch denken und so und ach ja, das kommt ja auch noch und die müssen wir auch noch kontaktieren und dies und das und jenes, ne? Also ich glaube, da ist die Liste der unvorhergesehenen Sachen doch, kann ich mir vorstellen, ziemlich lang. Ganz kurz einen Cut. Wir haben jetzt ungefähr die Hälfte des Streams haben wir schon rum und ich bin sehr begeistert davon. Kannst nur so im Augenwinkel sehen, wie da der Chat so durchrattert und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt auch schon die ein oder andere sehr interessante Frage aufgetaucht ist. Mein Kommando-Bro nickt schon und Dennis, ich würde dich einfach mal bitten, dass du doch vielleicht einfach mal 3 oder 4 kleine Fragen einfach mal an die Jungs weitergibst. 3 oder 4, da muss ich ja auswählen, ey. Aber ich glaube, da sind, glaube ich, welche bei, die sind relativ schnell zu beantworten. Also was werden die Spiele so kosten, ist eine Frage. Vielleicht
Benedikt? Jo, also wir orientieren uns da auch grob über dem Prinzip, dass wir die Spiele physisch 10 Euro ungefähr teurer anbieten, als sie digital verfügbar sind. Das ist übrigens kein geklautes Geschäftsmodell oder sowas oder die Idee dahinter, die ist auch ganz logisch erklärt. Und zwar muss man ja die Produktions- und Distributionskosten, die muss man ja irgendwie reinholen. Und wir wollen den Entwicklern mindestens das geben können, was sie auch digital über die Verkäufe kriegen pro Copy. Meistens ist es deutlich mehr, was sie dann kriegen. Und daher wird jetzt Tokio in dem Fall 29,99 kosten, weil das im PSN, glaube ich, bei 20,99 ist. Weil es uns Lizenz ein bisschen mehr kostet, müssen wir halt auch den Preis entsprechend anpassen. Aber das ist nicht, um uns zu bereichern, sondern einfach dem Entwickler auch entsprechend etwas dafür geben zu können. Also das macht nicht, weil wir da uns irgendwas vergolden wollen. Ja. Versandkosten. Genau. Gibt es wahrscheinlich auch. Versandkosten gibt es auch. Ist auch relativ einfach erklärt jetzt. Also international werden wir 6,49 haben, was finde ich echt ein super Preis ist, dafür, dass man weltweit dafür verschicken kann. Wird sogar voraussichtlich noch günstiger werden im nächsten Monat. Wir erwarten da gerade so einen Geschäftskundenvertrag mit DHL ab. Was man für Deutschland sagen kann, da werden die Versandkosten für ein 2-Kilo-Paket bei 4,99 liegen. Es ist der Tatsache geschuldet, wir haben kein Age-Rating auf der Box. Also wir haben kein USK-Logo auf der Box, kein PEGI, kein ISAB, nix. Es sind, glaube ich, meines Wissens nach die einzigen PlayStation-Spiele überhaupt aus Europa, die kein Rating auf der Box haben. Wir haben da einen Deal mit der USK, aber der Deal sagt dann natürlich, oder das Gesetz will es so, die Spiele sind geratet, aber wenn kein Rating auf der Box ist, müssen wir es mit Altersversand ab 18 verschicken. Es ist natürlich blöd. Der USK wäre das egal, aber so sind leider die Gesetze. Der Gameboy fragt, was hat das Foto von Nintendo bei Facebook zu bedeuten? Vielleicht seid ihr schon mal was von einem Gameboy gefragt worden? Noch nicht persönlich, nein. Genau, ja, Dennis. Also das, was man vermuten könnte, das ist das. Also wir waren vor Ort, wir haben mit ein paar Leuten bei Nintendo gesprochen, die wirklich super nett waren. Das war ein ganz tolles Gespräch. Und ja, wir werden da sicherlich noch ein bisschen was demnächst ankündigen können, wobei jetzt im Moment ist es noch ein bisschen zu früh. Wir haben da noch ein paar Sachen geplant und auch noch ein paar Projekte, die wir stemmen müssen, wollen, sofern es uns möglich sein wird. Und dann werden wir da versuchen, noch ein paar Überraschungen aus dem Ärmel zu schütteln. Und Benedikt, vielleicht an dich nochmal. Wie ist das mit Spielevorschlägen? Also wenn die Leute jetzt irgendwie Spiele vorschlagen möchten, habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit, wie man euch da erreichen kann und Spiele vorschlagen kann? Hier wurde auch explizit gefragt nach Citizens of Earth. Genau, ich hab's vorhin schon im Chat gesehen. Ich kenne auch das Spiel und finde es witzig. Zu Spielevorschlägen allgemein kann man sagen, dass wir aktuell ziemlich viele Spiele schon unterschrieben im Vertrag haben und dass wir deswegen nicht so attraktiv sein würden für Entwickler, einfach weil wir dann sagen würden, okay, jetzt kommt euer Spiel erst in einem Dreivierteljahr oder in einem Jahr raus, dann ist klar, dass sie zu wem anderen gehen. Aber sei es drum. Spielevorschläge allgemein, aber gerne immer irgendwie per Twitter, Facebook. Man muss aber auch dazu sagen, wir kennen ja die meisten Spiele und wenn dann irgendwie Vorschläge kommen, ja, mach doch Hellblade oder irgendwie so bekanntere Titel, ja, es wäre nicht so, als wären wir da nicht schon dran. Also jetzt nicht unbedingt zwingend Hellblade oder so, aber ja, die meisten kennen ja. Ist wahrscheinlich auch nicht so, dass ihr die einzigen seid, die gerade so einen etwas größeren Titel dann halt gerne haben wollen. Ja. Gut. Hast du noch Fragen am Start? Ja, ich hätte noch 2 Fragen, wenn ich darf. Ja, dann hau die doch mal raus. Du bist ja hier der Obercommander heute. Du sagst mir, wie viel Zeit ich habe. 2 Fragen dürfen noch sein. 2 Fragen darf ich noch. Okay, Dennis, ja, dann an dich. Welche Bezahlmethoden wird es geben? Fragt der Tobi. An mich? Ja, an dich, Dennis. Oder an Benedikt.
Ich habe es rein akustisch nicht verstanden. Okay. Ja, also wir haben Amazon Payments, PayPal und Kreditkarte werden gehen. Mhm. Okay. Und dann die letzte Frage an Benedikt dann nochmal. Wie sieht das mit Collectors Editions aus? Genau, also Collectors haben wir für Tokio jetzt nicht geplant. Da fanden wir, hat sich einfach nicht so ergeben. Man muss auch sagen, das ist enorm aufwendig, wenn man da was plant. Wird ja komplett anders hergestellt. Man muss die Sache erstmal haben, muss sie dann weiterverarbeiten. Für die Zukunft haben wir auf jeden Fall was richtig, richtig Geiles geplant. Ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, aber wir haben auf jeden Fall, wir sind an dem Thema dran und finden es grundsätzlich cool. Mhm. Gut, Marcel, das wäre es dann erstmal von mir. Alles klar. Du meldest dich wieder ab. Ich melde mich wieder ab, genau. Beobachtest weiter den Chat. Und wir können ja nochmal ein bisschen weiter fortfahren mit unseren Fragen, die wir so haben. Wenn ihr also jetzt mal an die Zuschauer nochmal gerichtet, ne? Ich finde es übrigens super geil, dass ihr eingeschaltet habt, muss man ja auch echt mal sagen. Wir danken euch da sehr für. Es sind über 70 Zuschauer konstant da. Das finde ich extrem geil. Für alle, die den Stream verpassen oder falls ihr den Talk hier nochmal weiterempfehlen wollt, ja? Wenn ihr Freunde habt, die das Thema vielleicht auch interessiert, überhaupt kein Problem. Ne? Der Talk wird natürlich nach unserem Live-Stream auch veröffentlicht auf unserem Kanal. Könnt ihr also gucken. Und auch da könnt ihr gerne, ich bin mir sicher, dass Benedikt und Dennis da auch ab und zu mal reinschauen in die Kommentare zum Beispiel. Wenn ihr da noch Fragen habt, die euch im Nachhinein einfallen, könnt ihr da natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen. Wir gehen jetzt nochmal wieder ein bisschen zurück. Benedikt hat gerade gesagt, es ging gerade ein bisschen darum, ob Spiele vorgeschlagen werden können und wie ihr die Spiele aussucht. Und das interessiert mich oder uns natürlich auch total. Nach welchen Kriterien geht ihr da vor? Also ich stelle mir es jetzt vor, ihr habt jetzt gerade gesagt, gut, ihr habt jetzt schon einige Sachen unter Vertrag, so, aber wie geht ihr da vor? Wonach sucht ihr Games aus? Benedikt. Genau. Im Prinzip, wir orientieren uns wirklich dran, was wir mögen. Also ich bin genauso, ich bin etwas weniger Sammler, sagen wir mal, als Dennis. Dennis sammelt einfach schon länger. Aber ich renne auch ständig auf Flohmärkte, stehe total auf Shoot'em Up, habe da letztens meine Liebe für Shoot'em Up entwickelt und wir finden einfach die Spiele teilweise geil und schauen, was würden wir gerne spielen und was würden wir gerne physisch als Edition sehen. Und grob orientieren wir uns daran. Und wir können halt ungefähr abschätzen, was auch die Allgemeinheit dann interessiert. Okay. Das passt ja auch irgendwie zu dem, was ihr vorhin schon gesagt habt, dass ihr ganz idealistisch an die Sache rangeht. Ich muss gerade mal eine Sache klarstellen, das habe ich gerade im Chat selber gesehen. Es tut mir furchtbar leid. Mir ist ein Typo unterlaufen. Der Bimmy und Jimmy in mir ist quasi erwacht. Unten auf der Background-Grafik vom Stream, da steht natürlich die Webseite Strictly Limited Games. Da ist mir ein Buchstabendreher passiert. Kann passieren, ne? Aber ihr wisst ja, dass es Strictly heißt. Steht auch fett oben in weißer Schrift nochmal extra. Und natürlich wird eure Webseite auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich denke mal, das kriegt man, glaube ich, auch so raus. Man findet euch im Netz mit einer sehr tollen Webpräsenz, wie ich finde. Und die ist jetzt vor 2 Tagen oder so, habt ihr die so richtig anlaufen lassen, glaube ich, ne? Oder vor 3. Und ich finde, das lohnt sich absolut, da mal raufzuschauen. Und da kann man sich auch noch mal ein bisschen mehr zu euch angucken und natürlich auch die Games bestellen, vollkommen klar. Tokyo 42 gibt es also ab übermorgen und ich freue mich schon. Vor allen Dingen finde ich es geil, dass ihr den Soundtrack auch released. Das finde ich mega gut. Finde ich richtig geil. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Praktischen. Also ich stelle mir das jetzt so vor, ihr habt jetzt ein Spiel ausgesucht, wie zum Beispiel jetzt am Beispiel von Tokyo 42. Ihr habt jetzt ein Game, das findet ihr geil und wollt das gerne in physischer Form dem Publikum zur Verfügung stellen. Wie geht das jetzt los? Also mal so ganz, ganz praktisch gesehen. Wer kontaktiert da wen? Wie läuft das ab? Wie kommt es von dieser Idee, so nach dem Motto, Dennis entdeckt jetzt ein Game und sagt, ich will jetzt Tokyo 42. Das finde ich geil. Das will ich auf Disc rausbringen. Wie geht ihr da vor? Wie ist da dieser Weg? Dennis, vielleicht mal selber direkt. Ja, also wir versuchen natürlich dann irgendwie herauszufinden, wer die Kontaktperson ist, die man da am besten anspricht. Manchmal hast du halt eben nur dieses Webformular, was furchtbar ätzend ist. Und wo du eigentlich schon die Wahrscheinlichkeit ausrechnen kannst, dass da relativ wenig dabei rauskommt. Manchmal versuchen wir auch dann weiter zu recherchieren, versuchen dann eben auch andere Leute zu fragen.
Und sobald wir dann irgendwie einen Kontakt aufgebaut haben, versuchen wir denen das eben auch zu erklären, was wir machen. Und wie gesagt, jetzt haben wir eine Webpräsenz, vorher hatten wir gar keine, dann war es noch ein bisschen extra schwierig, denen irgendwie zu erklären, was wir machen. Jetzt kann man ja schon mal sehen, was da jetzt ist. Und ja, dann versuchen wir die eben für uns zu gewinnen, denen auch einfach zu sagen, warum wir das gerne machen möchten und dass wir natürlich auch gerne sie dann auf unserer Seite sehen möchten. Also jetzt nicht nur das Spiel, sondern auch ein bisschen was zu den Entwicklern sagen. Weil die sind ja auch super wichtig. Es geht ja nicht nur um das Spiel. Mhm. Ne? Und deswegen versuchen wir dann dadurch dann auch ein bisschen die Leute zu gewinnen. Und ja, aber wie gesagt, es ist halt Recherchearbeit eigentlich erstmal nur. Und dann hoffen, dass da eine Antwort kommt. Wahrscheinlich wird das ja auch nochmal ein ganz anderer Punkt sein, wenn ihr schon, weiß nicht, so 2, 3 Spiele veröffentlicht habt und so ein kleines Portfolio auf der Webseite auch überhaupt zu sehen ist, sage ich mal, für jemanden, der dann da eben drauf geht und nachguckt, was haben die denn eigentlich schon gebracht. Benedikt, wie geht das denn weiter? Ihr habt jetzt da jemanden gefunden, so, mit dem ihr da in Kontakt geht und das läuft auch ganz gut und der hat eigentlich auch echt Bock drauf und die Idee ist nicht nur geboren, sondern die ist im Begriff umgesetzt zu werden. Wie geht das da jetzt weiter? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich muss sagen, ich bin da echt selber auch Laie. Ich habe keine Ahnung, was man machen muss, um so ein Spiel dann nachher wirklich auf eine Disk zu pressen. Genau, also zuerst kommt natürlich noch das ganze Vertragliche, dann beschäftigen wir uns mit der Kalkulation, was eben möglich ist, logisch, Vertrag wird gemacht, etc. Und dann geht es irgendwann in Richtung Sony. Dadurch läuft es tatsächlich einige Schritte, auch wenn es schon im PSN verfügbar ist. Der Entwickler muss noch ein paar Schrauben drehen, der muss das nochmal im Prinzip submitten. Und wir müssen das dann machen, wir müssen nochmal eine Submission machen, müssen die Cover hochladen und davor natürlich erstmal erstellen und so weiter. Da gibt es noch einige Schritte, die irgendwie zwischen digitaler und physischer Version erledigt werden müssen. Mhm. Schön, dass du das Cover ansprichst, also Artwork. Wer macht das? Macht ihr das selber oder lasst ihr das machen? Oder ist das in der Hand des Entwicklers oder wie sieht das aus? Das Artwork war jetzt so fürs Cover von Tokio. Der Grafiker von Smack Games, also dem Entwickler, der hat uns dann dieses Cover, also nur das Artwork geschickt. Die ganzen Hinweissachen mit den technischen Angaben auf dem Rücken und sowas, das haben wir dann drauf gemacht und bearbeitet. Genau. Also so ein bisschen halb. Okay, finde ich ein spannender Bereich, denn klar, natürlich gerade das macht ja irgendwie auch so ein physisches Release aus, ne? Dass man eben auch so ein bisschen was in der Hand hat und das soll natürlich auch möglichst geil aussehen und ich bin ja selber auch grafisch bei uns so ein bisschen tätig, aber auch sonst so und ich finde das immer eine spannende Frage, wie da so überhaupt die Kompetenzen verteilt sind. Ich nehme mal eine Frage aus dem Chat gerade direkt raus, weil die total dazu passt. Stichwort Artwork. Gibt es bei euren Games auch mehr als nur die Disk in der Hülle? Dennis, wie sieht Anleitungen geplant oder andere Dinge? Ja, also Anleitung jetzt erstmal nicht, weil das muss alles gelayoutet werden und wir sind halt wirklich, also wir haben einfach nicht die Zeit im Moment, da sowas noch zu machen. Deswegen, Anleitung erstmal nicht, aber vielleicht später würden wir das schon gerne machen, weil von manchen Entwicklern kriegst du wirklich unglaublich geile Sachen geschickt und die möchtest du irgendwie am liebsten alle irgendwie in was Schönes verpacken oder irgendwie in ein Artbook oder wie auch immer verpacken. Deswegen, also es wäre eigentlich schade drum, wenn man es nicht machen könnte, nur im Moment können wir es einfach nicht stemmen. Wir versuchen, wo es einfach Sinn macht, weil es geil ist, weil es schön aussieht, dass wir dann irgendeinen Artprint oder sowas dann noch mit dazu anbieten, weil da sind echt schöne Sachen dabei und da kommen auch noch richtig knallige Sachen und bei dem einen oder anderen wird sogar meine Freundin vielleicht nichts dagegen haben, wenn ich mir die dann ins Zimmer hänge, die eigentlich sehr empfindlich ist. Das ist auch gut, dann hat man es geschafft. Wobei die kennt mein Spielezimmer und dann schreckt die nicht mehr so viel ab. Ja, das kennen, glaube ich, viele, die hier zugucken auch. Aus meinem Labor. Also ich persönlich muss sagen, ich finde immer, also gerade eine Anleitung ist so, also es muss jetzt gar nicht unbedingt eine Anleitung zu dem Game sein, aber gerade irgendwie so ein Extra, finde ich, ist eine echte Stärke von physischen Games und ich
bin immer froh, wenn ich irgendwie noch was extra habe. So, es kann aber auch ein kleines Heftchen einfach mit ein paar Konzeptzeichnungen sein oder was das ich weiß ja nicht, was ihr da so bekommen könnt, aber das wäre auf jeden Fall so eine Sache, da spreche ich, glaube ich, vielen auch so ein bisschen aus der Seele und wahrscheinlich euch selber auch, denn ihr findet das ja anscheinend selber auch natürlich geil, dass wir da auch noch irgendwie, ja, vielleicht bei zukünftigen Releases auch nochmal was in Papierform kriegen, aber klar, es muss natürlich extra gemacht werden, extra designt werden, auch natürlich extra produziert werden, ne? Es sind natürlich auch wieder extra Kosten, die dazukommen, kann ich mir vorstellen. Vielleicht nochmal einen ganz kleinen Schritt weiter. Ihr habt jetzt die ganzen Grafiken bekommen, ihr habt jetzt die Lizenz quasi mit dem Entwickler soweit abgedealt und es ist eigentlich alles quasi in den Startlöchern. Wie geht es jetzt weiter? Also ihr habt jetzt quasi überall von überall das Go. Jetzt muss das Ding ja irgendwie noch hergestellt werden. Könnt ihr dazu auch was sagen, wie das gemacht wird? Einfach so aus Produktionssicht, Benedikt? Die Produktion läuft komplett über Sony. Also das stellt alles Sony her. Man gibt es praktisch einen Auftrag, nachdem dann Cover und sowas gemacht ist. Da müssen mehrere grüne Lampen sozusagen bei Sony leuchten. Dann kann man das in die Produktion geben, muss natürlich da auch nochmals Go abwarten, bestimmte Schritte durchlaufen. Es ist wirklich Schritt für Schritt und es gibt extrem viel, was man da beachten muss. Und dann produziert es eben Sony und schickt einem das zu. Per Post. Achso, also das heißt, ihr gebt quasi einfach das komplette Datenpaket oder wenn man so will, einfach da ab. Ja. Und wenn dann alles okay ist, dann produzieren die das und die Auflage wird festgelegt und fertig ist der Lachs, oder? Genau, ja. Exakt okay, so. Okay, das ist ja einfacher, als man denkt. Ja. Nicht im Ansatz. Nicht im Ansatz, okay. Alles klar, was kann da noch passieren? Das ist cool. Sobald wir soweit sind, ist alles cool. Dann warten wir ja quasi aufs Christkind, also auf den Postboten, bis er uns die Spiele bringt. Aber das davor ist etwas verwirrend, sagen wir mal, und es ist manchmal auch sehr, sehr anstrengend, das alles richtig zu machen. Und ein kleiner Fehler kann da halt schon relativ viel bewirken. Ne? Und wir wollen ja, dass das alles sauber ankommt. Mhm. Okay. Und ihr kriegt dann irgendwann, wie du sagst, irgendwann kommt das Christkind und bringt euch den großen Karton und ihr packt aus und dann ist noch, ich kenne das von unseren Büchern, ne, der Karton kommt an und man macht das Ding auf, da muss natürlich noch alles in Ordnung sein und dann geht's los. Das Ganze wird jetzt mit Tokyo 42 passieren. Die Games, weiß nicht, sind entweder schon bei euch oder sind jetzt kurz davor bei euch zu sein und werden auf jeden Fall ab übermorgen bestellbar sein auf eurer Seite. Und natürlich möchten wir auch noch ein bisschen auf das Spiel eingehen, denn ist klar, irgendwie geht es natürlich auch um euer erstes Release und ich möchte euch einfach gerne die Gelegenheit geben, da uns ein bisschen heiß drauf zu machen. Warum soll ich jetzt hingehen auf strictlylimitedgames.com und mir übermorgen Tokyo 42 bestellen? Dennis. Ja, also ich meine, zuerst mal guckt man sich halt die Grafik an und also wie gesagt, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, also als ich das gesehen habe, fand ich es halt super geil. Ich fand einfach diesen Artstyle sehr schick und dieses Thema, das Setting, so ein futuristisches Tokio, das sieht schon mal sehr cool aus. Ist halt einfach mal, also ich fand ihn sehr frisch, diesen Artstil. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber wir fanden ihn beide unglaublich frisch und peppig. Und deswegen, also optisch war das sowieso schon mal ganz klar, dass wir da richtig heiß drauf sind. Dann der Soundtrack, das hast du ja auch schon gesagt, ist halt auch absolut Knaller. Dann hörst du den noch und dann bist du eigentlich schon in dieser Welt drin und hast einfach, also ich habe halt echt relativ viel Zeit damit verbracht, auch einfach nur die Szene zu rotieren, mir die Leute da, die da rumwuseln, anzugucken in dieser Stadt. Und irgendwann fängst du dann aber auch an zu spielen und das macht eben auch Spaß. Am Anfang gibt ein Tutorial, wenn du dich da mal ein bisschen durchgefuchst hast. Und dann ist es eben auch einfach, schleichen. Du hast verschiedene Möglichkeiten, eben die Gegner zu besiegen. Du kannst eben versuchen, das Ganze stealth-mäßig zu lösen. In manchen Situationen musst du dann aber auch hier ein bisschen, das Schlitzermesser auspacken und musst dann auch ein bisschen kämpfen. Und ich finde es halt einfach geil und macht wirklich viel Spaß, ist schön anzusehen. Du kannst ja jede Szene im Prinzip als Screenshot ausdrucken, an die Wand hängen. Und auch das Treiben in der Stadt macht einfach Spaß zuzusehen. Und die Missionen sind auch wirklich spannend. Also du kannst dich da voll drin verlieren. Mhm.
Das klingt echt richtig geil. Also ich finde, man hat es auch in dem Teaser schon oder in dem Trailer schon gesehen. Also mir ist das auch das erste, was ich vom Spiel gesehen habe, habe ich gleich gedacht, oh, das sieht ja strange aus. Und ich habe vorhin auch so gesehen, irgendwer hat auch geschrieben, komisches Spiel. Also irgendwie sieht irgendwie ungewöhnlich aus. Ne? Es ist kein Spiel wie jedes andere. Benedikt, möchtest du noch was hinzufügen? Wenn ja, bitteschön. Ich finde, Dennis hat es wirklich wunderbar umschrieben. Dem will ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Aber was wir eben auch sehr cool fanden, es ist was vollkommen anderes. Wir finden jeder Jump'n'Run, Plattformer, Shoot'em Up oder sowas, alles wunderbar, macht spielerisch super Spaß. Aber Tokyo ist einfach was anderes, was man so vom Gameplay her nicht jeden Tag hat. Und von daher freuen wir uns da sehr drauf. Geil, sehr, sehr geil. Wir haben jetzt eine ganze Menge erfahren und nochmal vielen Dank an euch beide, dass ihr euch hier die Zeit nehmt, um unsere Fragen so ehrlich und umfassend zu beantworten. Das ist total cool für uns, mal so einen Einblick zu bekommen, einfach in die Arbeit von einem Publisher. Das ist ja auch nicht was man so jeden Tag erfragen kann. Ich hatte da schon Bock, vielleicht nochmal an die Zuschauer kleine Info. Ne? Wir haben uns auf der Gamescom das erste Mal getroffen und da schon so einen Plausch gehalten und uns ein bisschen kennengelernt und so. Und da hatte ich schon echt total Interesse daran zu erfahren, wie eure Arbeit ist. Und das finde ich total spannend. Ich hoffe, dass es auch den Zuschauern gefällt. Sieht auf jeden Fall so aus, ne? Der Chat, der läuft auf jeden Fall wie Sau. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, dass da auch noch einige Fragen seitens der Zuschauer sich angesammelt haben in den letzten 20 Minuten. Und bevor wir noch mal so ein bisschen den Ausblick in die Zukunft wagen, ich habe nämlich schon noch im Hinterkopf, dass einer von euch, ich weiß gar nicht, ich glaube, Benedikt hat gesagt, ihr habt die nächsten Monate schon Verträge gemacht und es kommt auf jeden Fall noch weiteres nach, auf das wir uns freuen können. Bevor wir darauf eingehen, Commando Bro, wie sieht's aus? Gibt es noch ein paar Fragen, die du zum Besten geben kannst? Ja, massig. Wahrscheinlich haben wir gar nicht Zeit für alles. Ich schau mal. RetroCube 89. Wie lange braucht Sony denn für eine Produktion, wenn der Publisher die Order in Auftrag gibt? Kann man das so allgemein sagen, Dennis? Ja, da hängt es auch ein bisschen davon ab, ob eben gerade Stoßzeit ist, weil große Publisher natürlich mit großen Aufträgen, die belegen dann eben auch die Produktionsstätten und dann kann das unter Umständen ein bisschen länger dauern, aber ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das unter NDA ist, aber 2 Wochen oder sowas kann man da schon ungefähr, also sobald alles erledigt ist, ne? Also sobald wirklich die Produktion quasi in Auftrag gegeben ist und das Geld bezahlt ist, und dann können wir in 2 Wochen etwa rechnen. Okay. Telespiel Tobi hat gefragt, was war denn so Unvorhergesehenes passiert bei eurer aktuellen Produktion? Was ist passiert, wo ihr gedacht habt, ach du, daran haben wir ja gar nicht gedacht? Benedikt. Das kann man leider nicht 100%ig beantworten, ohne da irgendwelchen Leuten ans Bein irgendwas. Das Problem ist einfach, dass es in der Submission und so weiter, da gibt es dann Missverständnisse und jetzt auch nicht mal zwingend mit dem Entwickler oder sowas, sondern eher Missverständnisse, vielleicht seitens Sony oder sowas, dass dann der eine weiß nicht, was der Vordermann tut und so weiter. Also da gab es wirklich einige Hürden, einige E-Mails, die hin und her geschrieben wurden. Einmal war es so weit, da haben wir ein ganzes Büro verrückt machen müssen, weil die auch selber gar nicht wussten, was sie tun. Ja, es gab einfach viele unvorhergesehene Sachen, aber am Ende ist alles gut geworden und hat gut geklappt. Wobei wir wissen manchmal auch nicht, was wir tun. Ja. Also du willst sagen, anderen, die mit euch zusammenarbeiten, sind auch schon unvorhergesehene Sachen passiert. Ja. Also sehr schön, das ist doch gut. Ja, dann gab es noch eine Frage, sind die Spiele nummeriert? Also die Edition, ne? Haben die so Unique-Nummern auf dem Cover hinten drauf oder so? Dennis? Jein, also innerhalb eines Releases nicht, ne? Also das ist jetzt nicht, also bei den ersten zumindest schaffen wir das einfach nicht vom Zeitaufwand und von den Kosten, aber also da ist es aber so, dass wir jeden Release nummerieren. Also der erste Release ist eben auch Strictly Limited Release 1, das ist auch hinten drauf. Und so wollen wir das eben auch weiter handhaben, aber dass wir jetzt alle 2600 Stück jetzt von Tokyo einzeln nummerieren,
das ist auch nicht so einfach. Also da steckt auch noch ein bisschen, da müssen wir auch erstmal noch ein paar Gespräche führen, wie wir das umsetzen könnten. Mhm. Gut. Dann Fredo Plays hatte noch gefragt, warum kein USK auf dem Spiel, wenn es doch ein Rating gibt. Aber das wurde, ach Marcel, das hast du, glaube ich, schon im Chat beantwortet, ne? Du hast, glaube ich... Ich habe mir mal die Freiheit genommen einfach. Ja, okay. AT92, nach welchen Kriterien werden die Games ausgewählt? Wäre auch etwas Größeres möglich, wie zum Beispiel Layers of Fear? Benedikt. Natürlich ist etwas Größeres möglich. Wir haben da auch logischerweise mega Bock drauf, irgendwie einen großen Titel an Land zu ziehen. Es hängt, muss man sagen, alles natürlich vom Entwickler oder vom ursprünglichen Publisher ab, ob der das machen will. Wir von unserer Seite aus finden es cool und Layers of Fear, dazu können wir nicht allzu viel sagen. Aber ich weiß nicht, wer hat das gefragt? Er wird vermutlich demnächst glücklich werden. Auch wenn es unter Umständen nicht von uns ist, aber ja, wer weiß. Wer weiß, was da so passiert. Wer weiß, was passiert, ja. Okay. Ich 120 an Dennis nochmal. Sind die 2 Bonustracks extra auf der CD, also da geht es um den Tokyo 42 Soundtrack noch, sind die 2 Bonustracks extra nur auf der CD zu finden? Sind das Tracks extra dafür gemacht oder Tracks, die es nicht ins Spiel geschafft haben? Oder wie ist das zu verstehen mit Bonustracks? Also wir hatten es ja vorhin mit also der Soundtrack haben wir erst relativ spät gemacht. Da hatten wir das Spiel und alles ja schon sozusagen in Submission und dann bekamen wir eben von Songololo noch das Angebot, sie haben noch weitere Musikstücke gemacht und sie würden uns die noch anbieten können. Weil die natürlich auch sich freuen, dass wir da jetzt mal einen physischen Release von ihrem Soundtrack machen. Und deswegen sind die sozusagen zusätzlich dazugekommen. Vielleicht werden die später noch verwendet, das wissen wir nicht oder wussten wir nicht zu dem Zeitpunkt. Und ja, die sind einfach, aber die sind quasi Bonus. Okay, ja, sehr cool. Ich würde sagen, Marcel, ich übergebe dann wieder an dich und gehe wieder auf Mute. Sehr schön. Ich mache den Übergang auch mit einer Frage, die ich im Chat gelesen habe, und zwar auch mehrfach. Die möchte ich unbedingt fragen und die hat eigentlich auch ein bisschen was mit meiner, ja, jetzt so ein bisschen letzten Frage eigentlich zu tun. Und zwar geht es jetzt so ein bisschen um die Zukunft, ja. Was hat uns noch zu erwarten und was kommt eigentlich noch? Und da stelle ich einfach mal als erstes die Frage, die ich im Chat gelesen habe, und zwar, wie ist die Veröffentlichungsfrequenz bei euch geplant? Also haben wir jetzt monatlich Spiele zu erwarten oder kommt alle paar Monate ein Spiel oder jede Woche oder wie sieht das da aus, Benedikt? Gibt es da schon einen konkreten Plan? Beziehungsweise, ja, worauf habt ihr euch da geeinigt? Also es ist ja so, wir sind nur zu zweit. Wir haben auch nicht unbegrenzt Zeit oder auch einfach nicht die Mittel, die wir da investieren können. Und wir haben deswegen gesagt, wir machen ein Release pro Monat und wollen da auch nicht viel mehr machen, weil der Markt hat auch irgendwo ein Ende und man muss es nicht übertreiben, finden wir. Und deswegen wollen wir die Sache einfach langsam angehen lassen, aber dafür richtig. Okay. Das ist eigentlich, spielt, glaube ich, auch vielen Fans und vielen Sammlern ein bisschen in die Karten, die ja teilweise auch, sonst habe ich ja vorhin auch schon mal so angerissen, ne, die sonst ja teilweise schon ein bisschen Probleme haben, überhaupt noch hinterherzukommen, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn man wirklich jetzt Bock hat, sich jedes Release zu kaufen, weil man einfach eure Spieleauswahl auch geil findet, dann wäre es natürlich doch hart für den Geldbeutel, wie du gerade sagtest, ne? Den Markt ein bisschen beobachten, wenn ihr da jetzt auch quasi noch wöchentlich mit Releases rauskommen würdet. Aber euren Ausführungen über die Herstellung und Produktion beziehungsweise den ganzen Prozess an sich höre ich erstmal raus, dass es echt kompliziert sein muss, wöchentlich Spiele zu releasen. Also von daher, wir freuen uns auf jeden Fall, wann auch immer denn was kommt. Ihr könnt ja schon Sachen ihr habt ja schon Sachen angekündigt, kommende Spiele. Und da habe ich jetzt selber so von 2 Games gehört. Und die würde ich eigentlich auch ganz gerne noch mal ein bisschen besprechen. Was hat uns in Zukunft zu erwarten? Was kommt als nächstes? Und was ist so ein bisschen noch in weiterer Ferne? Wir haben da so ein bisschen Gameplay sogar vorbereitet. Das kann Dennis dann bei der Gelegenheit gleich einfach nur mal so ein bisschen nebenbei abfeuern. Und was kommt als nächstes, Benedikt? Was ist in den Startlöchern? Genau, also
als nächstes oder demnächst wird dieses 99 Vidas kommen. 99 Vidas ist ein Beat'em Up, sieht ziemlich retro aus, fühlt sich retro an. Es erinnert so ein bisschen an Double Dragon, aber soll spielerisch einfach, es ist wirklich extrem geil, dieses 99 Vidas. Das basiert auf einem brasilianischen Podcast, der ist ziemlich groß in Südamerika. Aber wir fanden einfach das Spiel cool. Also wie es aussieht, die Grafik, wie es sich spielt, der Soundtrack, da hat alles gepasst. Vor allem Beat'em Up gibt es jetzt nicht so viele für PS4 und Vita. Und was wir natürlich auch angekündigt haben und was auf großes Interesse gestoßen ist, war ja Sayonara Umihara Kawase. Und da freuen wir uns natürlich auch mega drauf. Also der Titel wird wahrscheinlich noch nach 99 Vidas erscheinen. Da müssen noch ein paar Lokalisierungsangelegenheiten erledigt werden und so weiter und so fort. Und das waren auch die Titel, die wir bis jetzt angekündigt haben, weil wir haben auch gemeint, jetzt reicht es dann irgendwann mal mit Ankündigungen. Wir müssen ja erstmal was zeigen, was wir machen. Und wir müssen mal liefern, sagen wir so. Könnt ihr auch schon sagen, für welche Systeme die beiden Games geplant sind? Genau, also 99 Vidas ist für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Und Sayonara Umihara Kawase ist nur für die PlayStation Vita. Okay, das die fragen gerade dann hier nämlich gerade auch voll durch den Chat, weil sie natürlich sich alle fragen. Tokyo 42, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt jetzt ja nur für die PS4. Also das ist nur, aber kommt anders gesagt nicht für die Vita raus. Ihr nickt beide, ne? Das scheint richtig zu sein. Ja. Und cool. Also auf 99 Vidas freue ich mich als alter Beat'em-Up-Fan mega. Also muss ich echt sagen, als ich es gesehen habe, habe ich Hammerbock drauf. Hat auch viel Streets of Rage drin. Also du merkst auch wirklich, die Entwickler, die kennen diese Spiele alle und haben die auch richtig exzessiv gespielt. Das heißt, du hast da Double Dragon drin, du hast Streets of Rage drin. Du hast eigentlich ganz viele Anleihen und auch musikalische Anleihen übrigens. Also wer die Beat'em-Ups kennt und mag, der wird sofort erkennen, okay, das ist jetzt eine Anlehnung an das und das Spiel. Also da wird man ganz, ganz viel Fanservice drin finden. Also wo man sagt, oh ja, da weiß ich sofort, an was sie gedacht haben. Sehr, sehr geil, sehr geil. Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Vielleicht noch ganz kurz für Umihara Kawase so ein bisschen Background-Info. Ist ja auch ist keine Neuerfindung, sondern ist ja eine ziemlich bekannte Spieleserie aus Fernost. Benedikt, kannst du da auch noch ein bisschen Background zu sagen, wo das herkommt, wieso man das kennen muss? Genau, also ich würde wahnsinnig gerne was dazu sagen, aber ich weiß, dass es Dennis sein Lieblingsspiel ist, deswegen, oder es ist wirklich eine Herzensangelegenheit für ihn. Er hat auch damals den Entwickler kontaktiert, weil ich leider des Japanischen nicht mächtig bin. Und da würde ich mal an Dennis übergeben. Ja, unbedingt. Ja, also ich habe es damals schon auf dem Super Famicom gespielt und das war im Prinzip zu einer Zeit, als Indie noch gar kein Begriff war. Hat dieses kleine Entwicklerstudio eben dann schon dieses Spiel rausgebracht, also ähnlich wie ein Indie, eben nicht ein großes Studio, sondern relativ klein. Wir werden auch eine ganz tolle Geschichte dazu haben, also wir werden es dann auch zu gegebener Zeit nochmal ausführlich darstellen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, weil der Zeichner und CEO von Seisensen, Kondo-san, ist eben auch ist auch wirklich ein begnadeter Zeichner, also der mag nicht nur Videospiele, sondern der kann auch gut malen. Und der wollte ursprünglich auch Manga-Zeichner werden und daraus ist dann Umihara Kawase entstanden und also das ist wirklich eine sehr rührende Geschichte und da möchte ich jetzt auch nicht zu viel vorgreifen, weil das werden wir ja natürlich dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher vorstellen, aber auf jeden Fall finden wir es auch geil, dass er uns eigene Sachen malt jetzt extra für dieses Spiel. Hammer, ey. Hammergeil. Gerade wenn man selber so eine Verbindung zu so einem Game hat, was man irgendwie schon wirklich vor weiß ich nicht wann Jahren gezockt hat so und es da irgendwie eine schöne Referenz gibt und man selber damit was zu tun bekommt, stelle ich mir wirklich nach wie eine ziemlich geile Erfahrung vor. Also ihr wirkt auf jeden Fall auf uns auch oder auf mich echt auch total begeistert von dem, was ihr macht. Das finde ich richtig geil. Das habt ihr nur mehrmals gesagt und das freut mich total, weil das ich sag mal so, ich finde es einfach sehr schön, wenn es auch mal mehr um die Games an sich als um den wirtschaftlichen Aspekt geht. Das ist natürlich leicht gesagt. Ist natürlich klar, dass es
dass es ein Business ist. So. Und dass da natürlich viele Arbeitsplätze auch von abhängen. Jetzt nicht nur bei euch, also bei euch vielleicht sogar weniger, aber Die beiden Arbeitsplätze sind überschaubar. ja, wenn du sagst, eure Familien müssen mithelfen und so, dann aber ich meine jetzt so überhaupt generell einfach in der Spielebranche und in der Publisher-Branche. Und da finde ich es sehr, sehr geil, wenn man sagen kann oder wenn man sich das erlauben kann, so wie ihr zu sagen, wir machen das wirklich, weil es eine totale Herzensangelegenheit ist. Darf ich noch ganz kurz was sagen, auch nämlich die Firma, bei der wir eigentlich arbeiten, die Arbeitskolleginnen und Kollegen, die werden uns auch helfen und da freuen wir uns auch wirklich drüber, dass die uns da unterstützen, weil einige wissen auch gar nicht genau, was wir da machen, aber sie merken, dass wir voll Bock drauf haben und total Feuer und Flamme sind und das finden wir halt auch total schön. Also deswegen auch mal hier an alle Arbeitskolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht zugucken sollen, sind sie jetzt auch wieder nicht. Vielen Dank. Ja, schöne Sache, schöne Sache. Gut, gibt es letzte Frage von mir, dann bin ich soweit mit meinem Fragenkatalog eigentlich durch und dann ja, können wir vielleicht, es gab eben so ein bisschen die Idee, ob man den Live-Chat nicht einfach noch ein bisschen online lässt. Das können wir eigentlich ganz gerne machen nach dem Stream, von mir aus gerne. Dann könnt ihr dann nochmal, wenn ihr Bock habt, noch ein paar Fragen im Live-Chat direkt beantworten. Weiß nicht, wie das bei euch zeitlich aussieht, aber vielleicht ist das ja möglich. Ansonsten bleiben wir auch gerne noch ein paar Minuten da. Letzte Frage von mir wäre, gibt es noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt, was wir jetzt nicht angesprochen haben? Also gibt es noch was, wo ihr sagt, ey, da würde ich eigentlich noch mal kurz drüber reden, das ist mir ein bisschen zu kurz gekommen oder Frage einfach mal an beide. Ja, also von meiner Seite eigentlich alles cool. Also wir werden auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen haben, nicht nur ganz kleine. Wir warten jetzt auch noch auf ein paar Informationen und dann also wir werden vielleicht auch ein paar größere Spiele haben und wir wollen auch gucken oder zusehen, dass wir natürlich auch also den Blick nach Japan richten, weil da gibt es natürlich auch wirklich viele Perlen, die wir gerne hierher holen möchten oder in physischer Form produzieren möchten. Sehr schön, sehr schön. Benedikt, gibt es für dich auch noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Ich bin überhaupt nicht der Freund von irgendwie so Floskeln, aber ich habe mir vorhin tatsächlich ein paar Sachen rausgeschrieben, wo ich noch Danke sagen will. Das sind mal grundsätzlich alle, die da irgendwie auf Twitter oder Facebook aktiv sind und einen da auch anschreiben, weil wir finden es total cool. Dennis ist auf Facebook unterwegs, ich schreibe immer fleißig auf Twitter und an der Stelle wollen wir auch nochmal das Nextgam-Forum grüßen, falls da jemand unterwegs ist. Zu Nextgam, da war es so, gerade als wir ganz neu waren, da war, glaube ich, bei Nextgam war der erste Thread zu uns aufgemacht überhaupt und Dennis schreibt da immer ganz fleißig. Und die Leute sind einfach cool, die verstehen auch genau, was wir machen. Also falls jemand von Nextgam da ist, wir bedanken uns sehr dafür. Zwei oder drei, jetzt mittlerweile drei persönliche Nennungen kurz. Einmal Sakura Hime von Twitter. Ich weiß, dass er zuguckt. Ich habe ihn vorhin im Chat gesehen. Ich wollte einfach Hallo sagen. Dann AP Roma. Ich weiß nicht, ob er zuguckt, aber auch ein Typ, der auf Twitter öfter geschrieben hat. Finde ich auch sehr cool. Und dann noch aus dem Chat auch den Gameboy möchte ich gerne nennen, weil er hat, ich glaube, er hat vorhin Little Fighter 2 genannt bei 99 Vidas und das war tatsächlich auch eine Inspiration. Also ich finde Little Fighter total geil. Als Background-Info, wir haben sogar die Macher mal von Little Fighter angeschrieben, ob die mal irgendwas planen, irgendwo. Kam leider nie eine Antwort, aber ja, sei gesagt. Auch ein Gruß an Telespiel, Tobi, weil der macht auch wirklich, ich bin irgendwie ab Mattel Intellivision eingestiegen mit meinem Sammelwahn, aber der sammelt halt so wirklich, also Retro-Sachen, also das ist unglaublich, deswegen auch ein Gruß an Telespiel, Tobi. Okay. Commander, hast du auch noch was zu sagen oder bist du abgetaucht quasi schon mit deiner Stimme? Ist das das Schlusswort jetzt? Ja, wir können ja so langsam, habe ich gedacht, einfach so ein bisschen die Kurve kratzen quasi. Es ist jetzt 10:09, wir haben jetzt eine gute Stunde rum und ich finde, das hat ultra viel Spaß gemacht, aber ich finde, du kannst auch noch mal was sagen. Ja, wir wollen noch mal ein bisschen deine Stimme hören. Ja. Ich gehe schon mal in die Endcard. Was hältst du davon? Ja, hau rein. So. Ja, ich möchte mich auf jeden Fall auch bedanken. Und zwar möchte ich meinen Dank aussprechen an alle, die heute live dabei gewesen sind. Hammergeil. Also wir waren teilweise so an die 70 Leute. Finde ich richtig cool.
Natürlich möchte ich mich auch bedanken bei den Jungs von Strictly Limited dafür, dass sie damals Kontakt zu uns aufgenommen haben und dass ihr auch mit Herzblut dabei seid, das merkt man halt einfach. Dass ihr da wirklich Bock drauf habt, ja, ich sag's so wie es ist, geilen Scheiß unter die Leute zu bringen. Und deswegen supporten wir das Ganze ja auch, ne? Und man hat auch heute im Chat gesehen, durchweg gibt es eigentlich positive Stimmen. Hammergeil. Wir wünschen euch alle, da spreche ich jetzt einfach mal für den Chat und auch für Marcel und für mich, wir wünschen euch alle viel Erfolg, viel Spaß bei dem, was ihr tut. Und ja, damit übergebe ich an Marcel. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall weiter natürlich von euch zu hören. Wir sind super gespannt, was dann auch aus eurer Strictly Limited Ecke so kommt und was wir dann noch so zu erwarten haben. Das klingt auf jeden Fall alles super spannend. Die ersten 3 Games interessieren mich auf jeden Fall schon mal wirklich wie Sau. Wir haben jetzt nochmal die ganz richtige, orthografisch richtige Webseite von euch eingeblendet. Also an alle Zuschauer, die sich dafür interessieren und die ein bisschen gucken wollen und die vielleicht auch ja, Bock drauf haben, übermorgen eine physische Kopie von Tokyo 42 zu bestellen. Guckt mal auf strictlylimitedgames.com vorbei. Und wenn ihr jetzt Fragen gestellt habt, das wollte ich noch loswerden, die jetzt nicht beantwortet werden konnten, vielleicht weil wir sie übersehen haben oder weil es irgendwie unterging, ihr könnt gerne natürlich in dem hochgeladenen Stream, das dauert natürlich immer ein bisschen, in dem hochgeladenen Stream eure Fragen als Kommentare nochmal unter das Video ballern und wir werden dazu sehen, dass wir die Antworten auf eure Fragen dann finden und recherchieren und eventuell nochmal die Jungs, die heute bei uns zu Gast waren, einfach nochmal fragen oder ihr guckt einfach selber mal ein bisschen rein. Von mir auch nochmal vielen Dank an alle. Danke an dich, Kommando Bro, dass du den Chat-Talk ein bisschen, ja, den Live-Chat ein bisschen gepflegt hast, ja, und dich um die Sorgen unserer Lieben da gekümmert hast und so. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich freue mich auf Weiteres. Wir lassen den Chat noch ein bisschen online. Ich sage Dennis und Benedikt, vielen Dank fürs Dasein. Wir bedanken uns, dass wir da sein durften. Ja, sehr gerne. Für das positive Feedback, über das freuen wir uns riesig. Sehr geil. Wir bleiben in Kontakt. Wir haben auf jeden Fall definitiv ja, Bock auf das Thema und geil, dass es ja, frische Publisher am Start gibt, die, wie Dennis das so schön gesagt hat, einfach Bock auf geilen Scheiß haben. In dem Sinne melden wir uns ab für heute. Freunde, geil, dass ihr da wart. Der Chat bleibt noch ein bisschen online. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.